Ja, hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Heute habe ich gedacht, erzähle ich euch mal eine Geschichte aus meinem Leben, die mir jetzt so das letzte halbe Jahr so passiert ist. Vielleicht doch für euch ganz interessant. Und wie ihr mitbekommen habt auf meinem Kanal, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Und es ist einfach eine Erfahrung, die ich da gemacht habe mit Gott. Und die wollte ich euch einfach mal erzählen. Und vielleicht euch da Mut machen, falls ihr das gleiche Problem habt oder ähnliches Problem habt. Oder vielleicht das noch nie erfahren habt, dass man da wirklich sich auf Gott verlassen kann. Und zwar habe ich folgendes Problem gehabt, dass ich letztes Jahr eine Art Schlaganfall gehabt habe. Ich habe urplötzlich am 11. September nichts mehr auf dem rechten Auge gesehen. Das war wie ein silberner Vorhang, der runtergegangen ist. Und wie gesagt, ich bin selber medizinisch ausgebildet und habe erst gedacht, vielleicht ist es irgendwie eine Netzhautablösung oder sowas in der Richtung. Und das ging auch nicht gleich weg. Und dachte ich, oh, da zu meinen Kollegen, jetzt muss ich doch mal einen Rettungswagen rufen und mich dann in die Klinik fahren lassen. Das habe ich dann auch gemacht und ja, es ging auch wirklich sehr schnell, dass ich in die Klinik gekommen bin. Und dann auf der Fahrt dann hin war ich wirklich, ja, hatte ich eben wirklich immer noch das Auge war zu, ich konnte nicht mehr richtig sehen. Auf der Fahrt dann RTW dann plötzlich kam plötzlich das Gesicht, das Feld wieder. Ich konnte langsam Umrisse erkennen, es wird immer heller, dann so eine Art Wolken, Nebel und dann, wo wir in der Notaufnahme waren, dann war alles wieder klar zu sehen. Dann war eine Neurologin dann dort, die dann meinte, okay, ich soll erstmal auf die Neurologie gehen und dort hat man mich auf den Kopf gestellt, hat MRT gemacht, hat die Halsvenen, Halsarterien geschaltet, ob da irgendwie was ist. Und ja, das war alles soweit super, hat mich dann auch noch dort ins Krankenbett gepackt, auf die Schlaganfallstation, um dann wirklich 24 Stunden lang das EKG zu messen, ob irgendwelche Herzrhythmusstörungen sind. Ja, war eine interessante Zeit. Wie gesagt, ich bin selber Rettungsassistent, das mal von der anderen Seite zu erleben, war wirklich total interessant. Hat mich erstmal fasziniert, was ich total für mich Erfahrung gemacht habe, dass ich wirklich da keine Panik bekommen habe, ruhig war. Ich habe es nicht großartig gebetet oder irgendwie, aber irgendwie habe ich gemerkt, es geht irgendwie weiter und es ist jemand da, der hilft und der wird sich darum kümmern, wie es weitergeht, wenn zum Beispiel mit dem Auge das nicht mehr wiederkommt. Ja, es ist wirklich ganz blöd, wenn man wirklich nur mit einem Auge noch sieht halt. Und das war schon mal die erste coole Erfahrung mit Gott. Und ja, am dritten Tag hat man halt doch noch eine Untersuchung gemacht, ein sogenanntes Herzecho. Da wird quasi per Ultraschall das Herz nochmal geschaltet. Den Ultraschallstab muss man halt leider schlucken. Über die Speiseröhre kann man dann quasi das Herz gescheit darstellen. Das wird dann unter Narkose gemacht, dann Propofol bekommen, auch eine interessante Sache, das war zu erleben. Haben quasi mich abgeschossen, ich habe nichts mehr davon mitbekommen. Und da hat man dann festgestellt, oder hat dann der Arzt dann gesagt, dann, wo sie mich entlassen haben, haben doch eine Sache festgestellt, und zwar, wo das herkommen könnte, die Durchblutungsstörung am Auge, dass sie ein offenes Foramen ovale haben. Und zwar ist das kommt aus dem Embryostadium noch, ist das am Herzen, ist das zwischen dem linken Vorhof und dem rechten Vorhof, ist das eine Öffnung und die ist im Kinderen Bauches ist das offen. Das heißt, weil das Kind noch nicht am Lungenkreislauf mit teilnimmt, weil die Lunge ja noch nicht entfaltet ist im Bauch der Mutter. Und da fließt quasi dann das Blut dann da drüber über diesen Schand. Normal fließt es in die rechte Herzkammer, wenn es aus dem Körper rauskommt, fließt in den rechten Vorhof, rechte Herzkammer, dann in die Lunge rein und dann fließt von der Lunge aus wieder zurück in den linken Vorhof. Dort wird es dann wieder quasi in die linke Herzkammer gepumpt und dort geht es wieder in den Körper rein mit sauerstoffreichem Blut. Und das ist oft ein Problem, dass bei irgendwelchen Drücken, die man als aufbaut, das kann zum Beispiel bei, wenn man auf dem Klo sitzt oder wenn man in den Tauchsport gehen möchte und so einen Druckausgleich macht, kann es passieren, dass man auf dem rechten Vorhof einen größeren Druck aufbaut, wie auf dem linken Vorhof. Und das geht halt auf, das Loch.
und dann kann da drüber ein Thrombus flutschen. Da muss ich dazu sagen, normalerweise wächst das Loch zu innerhalb von 3-4 Monaten oder 3-4 Wochen beim Baby, aber bei 20-30% der Menschen ist es so, dass dieses Loch noch offen ist. Und bei mir hat man das festgestellt, dass dieses Loch halt noch offen ist. Und da vermutet man, dass da ein Blutgerinnsel eben darüber geströmt ist und mir in die Augenarterie, die halt das Auge, den Sehnerv versorgt, das kurzzeitig leicht verschlossen hat und dazu geführt hat, dass ich da Sehstörung hatte. Ja, bei der Entlassung aus dem Krankenhaus hat man gesagt, okay, Sie müssen jetzt jeden Tag 100 Milligramm Aspirin nehmen. Das kennt ihr alle, Aspirin 500. Wenn man Grippe hat, wächst in der Weidendrinde zum Beispiel, verdünnt das Blut, ist entzündungshemmend und so weiter und so fort. Und ich muss halt nicht 500 Milligramm nehmen, sondern 100 Milligramm nehmen. Und da hat man noch dazu gesagt, früher hat man das mal ganz dazu gemacht, heute macht man das nicht mehr. Okay, habe ich gedacht, mir den Bauch auf oder die Brust aufschneiden zu lassen, finde ich doch nicht ganz so toll. Okay, habe ich gedacht, das hat sich für mich erstmal erledigt. Und ja, habe dann so gedacht, okay, fand das so ein bisschen sehr sparsam von der Klinik, mich da so zu entlassen. Aber gut, ist halt so, ich meine, den Ärzten kann man auch Vertrauen und Glauben schenken. Dann hat es ergeben, dass ich dann im September passiert, im Oktober, November auf den Lehrgang gegangen bin. Zwar ging es speziell um Tauchmedizin. Und da habe ich einen Arzt kennengelernt, der hielt ja jetzt einen ganz großen Vortrag. Das ist für euch interessant, die jetzt in den Tauchsport gehen möchten. Und er hat gesagt, dass er die ganzen Notfälle, die er erlebt hat, die mit neurologischen Ausfällen waren, also mit Schlaganfallsymptomatiken, Sehstörungen, Linksseitenlähmung, wie auch immer halt, die hatten alle so ein Loch im Herzen gehabt, so ein PFO. Und er hat mir erzählt, dass man das über eine ganz neue Art verschließen lassen kann, um zum Beispiel wieder weiter im Tauchsport tätig zu werden oder den Tauchsport weiterzumachen können, weil es halt doch gefährlich ist, wenn man halt einen Druckausgleich macht, dass eben das aufgeht. Und gerade beim Tauchen kann es passieren, dass eben wenn man aufsteigt, das ist wieder eine andere Klamotte, eben die Stickstoffgeschichte, weil eben wenn man unter Wasser ist, sättigt sich das Gewebe mit Stickstoff auf und wenn man halt zurück an die Oberfläche kommt, dann geht der Stickstoff wieder ins Blut über. Wenn das halt zu schnell passiert, dann kann es passieren, dass der halt als Gasblasen austritt und wird dann im Körper als Thrombus, als Fremdkörper erkannt, wird dann vom Körper thromboziert, wird dann ein Blutgerinnsel draus und diese Blutgerinnsel können sich logischerweise in den Arterien überall festsetzen, Venen festsetzen und die Blutversorgung halt unterbinden und daran kann es passieren, dass da auch so Schlaganfallsymptomatik gibt. Und da hat er mir erzählt, dass man das ganz einfach so ein Loch zumachen kann, nämlich über eine sogenannte Herzkatheteruntersuchung. Dort über den Herzkatheter, über die Leiste, geht man über den rechten Vorhof rein und macht das dort zu, mit so einem Schirmchen, ich zeige euch dann, ich verlinke euch da noch ein Video rein, wird dann quasi mit dem Herzkatheter durch das Loch durchgegangen, ein Schirmchen aufgespannt, dann wird das, wenn das Schirmchen aufgespannt ist, wieder zurückgezogen, wird noch ein Schirmchen aufgespannt und dann sind das wie zwei Platten, die quasi dann links und rechts das Loch verschließen und da drin wächst dann quasi noch selber Haut durch halt. Das dauert nur ein Stück und da habe ich ihm das gesagt, dass ich eben auch das Problem hatte, dass mir das bei mir festgestellt worden ist. Sagt er, in deinem Fall, sagt er, also sollst du das machen lassen, damit nicht nochmal so eine Schlaganfallsymptomatik passieren könnte. Weil wie gesagt, so ein Thrombus, wenn der mal entsteht, kann entstehen dann durch selbst Verwirbelungen am Herzen und wird dann gern, dass er erstmal in die Lunge geht und da erstmal abgefangen wird und nicht irgendwo ins Gehirn geht. Ja, da dachte ich, boah ey, einen Eingriff zu machen, ist nicht ganz so, ohne da sich da sowas machen zu lassen. Da hat mich halt noch meine Chefin nochmal angesprochen, das wirklich mal beim Kardiologen mal einen Termin zu machen. Und dann habe ich das auch gemacht, habe ratzfatz einen Termin bekommen. Ist auch nicht so ohne bei einem Facharzt, muss man normalerweise immer warten.
Und das ging dann wirklich ratzfatz, einen Termin bekommen, habe mich mit einer guten Frau, mit der Kardiologin unterhalten. Ich sagte, ja, kein Thema, dass man das macht mit der Schlaganfallsymptomatik. Sonst müsste ich einen hohen Blutverdünner nehmen, wie Makomar. Und das ist auch nicht als junger Mann mit 42 Jahren auch nicht so Sinn der Sache. Er hat gleich mit dem Oberarzt telefoniert, der war dann auch gleich in der Strippe und wir hatten einen ratzfatz einen Termin gehabt. Und ja, vor 2 Wochen hat man den Eingriff gemacht, den Herzkatheter, die ganze Sache gemacht. Und dann hat man mir erzählt, dass das Loch 1 cm groß war. Und da war ich schon sehr erschrocken und auch jetzt im Nachhinein sehr froh, dass ich, dass ich den Eingriff machen lassen habe und das Loch verschließen lassen habe. 1 cm, das ist ja so dick wie mein Finger. Da geht eben viel Blut durch, wenn ich dann drücken würde, irgendwie den Druck auf dem rechten Herzen erhöht wird halt. Und ja, da habe ich den Eingriff machen lassen und bin, wie gesagt, sehr froh darüber, dass ich das machen lassen. Ja, wie gesagt, ich habe mir dann den Eingriff machen lassen. Alles wunderbar vom Zeitplan her, ging wirklich ratzfatz, ging schneller als ich gedacht hatte. Und ja, wie gesagt, ich habe dann noch eine Vollnarkose bekommen mit Fentanyl als Schmerzmittel und Propofol halt zum Schlafen halt. Fentanyl war eine interessante Erfahrung. Erstmal so gespitzt, aber was dreht es mich jetzt so irgendwie, fand ich total blöd. Aber gut, hat halt nichts gemerkt und dann ja, jedenfalls hat man halt den Katheter geschoben, wie gesagt, und hat halt 3 Versuche unternommen. Der erste Versuch war der Schirm zu klein gewesen, beim zweiten Versuch der Schirm zu groß und dann war wohl noch ein Vertreter da gewesen, der hat die richtige Größe gehabt, die hat man eben dann eingesetzt. Ja, ich war dann noch 3 Tage im Krankenhaus und ja, die erste Zeit war das Bein halt so ein bisschen, ja, ist auch schlapp halt, das merkt man halt schon irgendwo halt. Und ja, war eigentlich total unkompliziert. Die Geschichte halt. Ja, Druckverband hatte ich noch dran gehabt. Das war ein bisschen unangenehm, kann man sich halt nicht so rumdrehen, muss halt ein bisschen vorsichtig machen halt, damit halt der Einsatzpforte nicht blutet, hat auch ein bisschen nachgeblutet. Er muss jetzt einen höheren Blutverdünner noch da zusätzlich zum Aspirin halt noch nehmen. Das bis zum 3 Monate halt. Und dann wird halt nochmal nachgeschaut über eben halt so ein Schluckecho. Nochmal nachgeschaut, ob alles wirklich zugeheilt ist und dann, wenn alles so abgeheilt ist, kann man halt das hochverdünnte Medikament absetzen. Ja, das waren wirklich meine Erfahrungen, die ich so gemacht habe, völlig sehr positiv, auch mit Gott. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung gehabt, dass es sowas gibt, dass man sowas machen kann. Und wie gesagt, bei 1 cm Durchmesser von diesem Loch denke ich schon, dass es erforderlich ist. Also es kann immer wieder mal passieren, dass irgendwelche Gerinnsel sich im Körper bilden. Und die können dann wirklich dann gefährlich werden. Wie gesagt, ich rauche halt nicht und auch Alkohol ist nicht so, mal ein Bier. Aber bin eigentlich sehr fit, bin ich auch dankbar halt, da muss ich. Und ja, war eine coole Erfahrung, wie Gott da auch da sich um einen kümmert halt. Weil wie gesagt, die Ärzte muss man halt erstmal vertrauen, ich habe ihnen erstmal geglaubt, dass es da keine Möglichkeit gibt, dass es eben nur mit Aspirin zu machen ist in der ersten Klinik, wo das eben festgestellt worden ist und dann wie dann so das Leben so spielt oder wie Gott seine Hände im Griff hat oder das so geführt hat, dass ich den Arzt kennengelernt habe und der mir das dann erzählt hat. Wirklich sehr coole Erfahrung und bin ich Gott echt dankbar, dass er so den Weg so geführt hat. Weil auf Menschen kann man sich nicht verlassen. Auf Gott ist wirklich immer Verlass, muss einfach dann vertrauen, auch wenn man schwierige Wege hat, die man vielleicht nicht gleich sieht, aber Gott führt das immer wunderbar und kann man sich immer wirklich darauf verlassen. Ja, vielleicht für euch wirklich eine Ermunterung, die ja zuschaut, ich das gleiche Problem habe, vielleicht mit dem Tauchsport anfangt und kann ich euch wirklich empfehlen, euch das da zu überprüfen lassen, ob ihr da vielleicht ein offenes Loch habt im Herzen. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, euch ein bisschen unterhalten und auch vielleicht zum Nachdenken gebracht, dass es auch wirklich lohnt, an Gott zu glauben, dass man eine Hoffnung hat, die man einfach eine Hoffnung hat, weil ich auch um das Leben nach dem Tod,
habe ich auch mal so Gedanken gemacht, was ist, wenn du stirbst halt. Ja, dann weiß ich genau, in der Bibel steht, wenn man einmal den Glauben angenommen hat, dass man dann in den Himmel kommt. Und wenn ich wirklich da was schiefgegangen wäre auf dem OP-Tisch, hofft ja mal das Beste, aber kann ja durchaus mal sein, war ich auch ganz ruhig gewesen. Und ich würde sagen, dass halt aus der Gemeinde viele für mich gebetet haben. Das kann ich auch hier bezeugen, dass ich echt entspannt war, keine Beruhigungspillen brauchte vor der OP halt. Das war auch eine sehr coole Erfahrung für mich, das zu erleben. Dass man da wirklich Gott einen der Ruhe und Frieden schenkt. Und ich habe mich da vorher mit den Schwestern ganz nett unterhalten gehabt eben. Und das war echt, mit den Anästhesisten nochmal, war echt eine coole Sache. Aber jetzt vielleicht hat jemand Fragen zu dem Glauben. Ja, der Glaube hat nichts damit zu tun, dass ich in eine Kirche gehen muss oder irgendwelche Dinge tun muss. Denn wenn ich nicht in die Kirche gehe, wäre ich auch kein Christ, beziehungsweise wenn ich mich in die Garage stelle, wäre ich auch kein Auto. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass man eine persönliche Sündenbekenntnis vor Gott erfolgen muss. Weil jeder Mensch hat Dreck am Stecken, hat Sünde getan, ich genauso. Schlecht gedacht, jeder Gedanke, der nicht gut ist, ist für Gott schon, kann Gott mit nicht klar, oder ist für Gott Sünde halt. Ja, und Gott hat einfach das Problem gelöst, damit er mit uns Kontakt aufnehmen kann, indem er seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat, der eben da gebüßt hat. Und das ist eigentlich nur, dass man halt das Einzige sich vor Gott bekennt, dass man halt diesen Jesus braucht. Ja, ich hoffe, ich habe euch da ein kleines bisschen geholfen, habe euch Mut gemacht, vielleicht Interesse geweckt, doch vielleicht mehr über den Glauben zu erfahren. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.